Alrighty, dann liebe Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Wir sind auf W53, der Tag 1 ist vorbei. Ich habe seit langer Zeit mal wieder gestreamt auch und wir waren bis zu 20 Leute im Chat, hat Spaß gemacht. Ich hatte so ein kleines Projekt mir vorgenommen und habe dazu auch ein Video schon veröffentlicht. Also falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch an. Das ist eigentlich sehr spannend und wahrscheinlich auch ein bisschen lustig. Und war auf jeden Fall knapp. Also das muss man schon mal sagen. Es war definitiv knapp. Jetzt wollen wir aber die Players to Watch begutachten. Ich schaue jetzt auch wirklich nicht auf die Ehrenhalle so wirklich. Außer, dass ich sagen kann, nach Tag 1 grob war, glaube ich, das Level 34. Jetzt ist schon 38er, 35er dabei. Das ist aber alles durch Tag 2 bedingt. Also für mich ist Tag 1 zu Ende, wenn 16, also wenn 0 Uhr durch ist, ja. Wenn es Samstag ist es Tag 2 und das haben die in Tag 2 gespielt. Aber nur damit ihr grob wisst, Level 34 war das Maximum an der Stelle. Im Moment sind es fast 24.000 Spieler, das ist, ja, es ist okay, würde ich mal so sagen. Ja, Players to Watch sind nämlich hier Programm für mich und wir fangen mal an bei dem Asatasa. Ich muss natürlich mal gucken, was die Leute auch geschrieben haben auf YouTube. Also Asatasa ist Asmizado auf YouTube. Jemand, der auf jeden Fall schon häufiger auch kommentiert hat bei Shakes and Fidget Videos. Und der auch bekannt ist durch andere Server. Und er möchte schon ein Spiel spielen. Er wusste noch nicht, ob er spielt, aber er hat anscheinend gespielt. Level 19 bei den German Fighters heißt Battle Mage ist sein Programm. 60% SA. Er hat sicherlich einen Code genommen oder das Starterpaket gekauft. Und was hat er für eine Info? 15 € Projekt. Vielleicht die ersten beiden Pakete plus gegebenenfalls YouTube-Code oder Pilz-Code. Ja, genau. Bekannt ist er von S41. International. Da habe ich. Achso, er meint damit W42. Ja. Er meint die W-Server, aber der Name ist halt daher für mich im Programm, weil die drei Server habe ich ja begutachtet, definitiv, ja. So, na, schauen wir mal, was da passiert. German Fighters. Ob das ein Clan ist, der sich vielleicht irgendwie auch ein bisschen durchsetzt oder so, würde mich freuen. So, Darfsen. Das Problem ist, hier ist es leider nicht so sortiert, wie ich die eingetragen habe. Dann wäre es mega nice. Wo ist denn Darfsen? Natürlich nicht über ihm, sondern. Ah, hier. Klutimoto heißt er auf YouTube. Der erste Druide, den er spielt. Er will aber nur bis maximal Sonntag spielen. Ja, okay. Das macht es dann insofern schwierig. Er war Level 10, als ich ihn aufgenommen habe. Oder mit. Ist jetzt 25 auch als Druide. Mit 20% SA. Ja, man könnte jetzt grob vielleicht sagen, dass er ähnlich viel investiert hat wie ich. Oder weniger, bestenfalls. 183 Skills, ja, das kommt grob hin. Also er hat ein schlechteres SA als ich. Und auch nur den kleinen Ausdauertrank immerhin. Also wahrscheinlich sind da weniger Pilze geflossen. Hat hier ein Epic, was recht aktuell ist, aber das scheint doch das einzige zu sein. Da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen mehr Glück mit den Epics, so um Stufe 18 bis 20. Ja, aber mal schauen, vielleicht spielt er ja doch länger als Sonntag. Ansonsten muss ich ihn zeitnah rausnehmen. So, Fabulous, den habe ich natürlich schon gelesen, aber wieder überblättern müssen. Hätte mir eine Liste machen sollen. Ingame-Name und YouTube-Name. Ah, hier. Er hat nur geschrieben, Mage will er spielen, das stimmt. Und er wird eskalieren, perhaps. Ah, da sieht man auf jeden Fall, dass die Skills auch schon höher sind. Er hat auch 26% SA. Ja, ihm fehlen hier 2 Ausrüstungsgegenstände, weiß ich nicht. Vielleicht will er sich ein bisschen droppen lassen. Ist jetzt noch nicht Eskalation, ja. Cage Shelter. Wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie ich die Gilde einschätzen soll. Also, ob sie überhaupt. Das ist, glaube ich, auch der einzige hier in meiner Liste aus dieser Gilde. Aber im Moment von allen, die wir gesehen haben, der stärkste Char, definitiv, ja. Also, das
Das kann man schon mal für Tag 1 vorwegnehmen. Kommen wir zu Firestorm. Ich blätter erst immer in die falsche Richtung. Glaubt ihr das? Ich sollte mal von unten Eingang. Ja, nee, warte mal. Ich habe ihn überblättert. Ach, Storm. Ach, wow. Fand ich damals noch so lustig und jetzt wusste ich es nicht. Storm heißt er. Er will Free-to-Play Battlemage spielen. Das ist interessant. Er ist Level 20 im Moment. Also ich weiß natürlich nicht, ob alles Tag 1 ist. 5% SA, das zeugt von Free-to-Play. Ein Starterpaket hat er sicherlich bekommen von den YouTubern quasi, über YouTuber-Code. Deshalb auch den Greifendrachen. Aber da sieht man halt auch anhand der Ausrüstung, was wirklich Free-to-Play bedeutet. Also, er hat eine hübsche Kette, ja. Also mit 38 Stärke, das ist sehr aktuell, aber der Rest tatsächlich, ne, dann dauert es ein bisschen. Aber Respekt, wenn er da Free-to-Play auch durchspielt. Für die Gilde Excalibur, das sind einige in der Liste. Also da werden wir noch ein paar sehen. Floyv zum Beispiel oder Flovi war, vermute ich, auch ein Free-to-Play-Spieler. Ja. Heißt genauso auf YouTube. Und er will auch total Free-to-Play spielen. Er ist als Magier Level 17 im Moment. Er scheint aber anscheinend auch nicht den Luxus gehabt zu haben, einen YouTuber-Code einzusetzen. Er hat aber die Chance, das noch nachzuholen, definitiv. Ne, das muss man mal so sagen. Ist übrigens gerade das Video fertig geworden von meinem Gameplay, also das Rendern. Das habt ihr gerade gehört. Ja, vielleicht macht das noch. Wäre keine schlechte Sache. Ich würde zwar keine Abwehr machen, aber ich will auch nicht abkommen. Ja. Reiner, ganz reiner Free-to-Play-Spieler, ja. Kann man so sagen. So, da kommen wir mal zu jemandem, der habe ja auch geschrieben, der Name ist ja mal mega. Heißt Hauseingang. Auf YouTube der Thai-Boxer, also hat ganz lustige Namen. Trinke jeden Tag 300 Liter Bier. Kann sein, dass er verpasst hat zu spielen. Weil das sind keine 300 Liter Bier. Ja. Da sind wir mal gespannt. Rote Laterne geht an ihn definitiv. Ja, gehen wir mal zu Leutrix rüber. Ach, mir fällt auch gerade ein, dass ich das auf Englisch machen wollte. Okay, heute machen wir es auf Deutsch, weil es sind auch hauptsächlich deutsche Spieler. Nächstes Mal machen wir auf Englisch. Ich habe keine Lust, nochmal anzufangen. Ach, Mann. Ich bin ein Guter. Aber wo ist denn Jetzt habe ich auch Neutrix wieder überlesen. Leutrix. Hier, Xiox auf YouTube hat geschrieben, dass er auf W50 spielt. Er will Magier spielen, ist Level 19, 6% SA. Keine großartigen Epics hier, entweder Pech oder nicht viele Dungeons gemacht. Sieht mir jetzt auch eher nach einem sehr günstigen Spieler aus. Hab mein Schild und meine Waffen niedergelegt, um etwas Magie anzuwenden. Mushroom Speed Zero. Okay, dann YouTuber-Code. Das Beste daraus gemacht. Ah ne, warte mal, er ist ja gar nicht Level 19, er ist Level 25. Das heißt, er hat wahrscheinlich 300 Alu gespielt. Mit Hilfe der Pilze auf den Code. 203 Skills, 150. Da frage ich mich jetzt aber zum Beispiel auch, warte mal, was haben die denn? Ja, also entweder er hat an Tag 2 jetzt schon ein bisschen gespielt, weil ich frage mich sonst tatsächlich anhand des Videos, was ich ja gemacht habe, wie er dann Level 25 sein kann. Manchmal erschließt sich das für mich nicht. Die Gilde ist deutlich schlecht, er hat ein richtig schlechtes SA. Und ich habe es schon knapp geschafft. Leutrix, das musst du mir mal erklären, was da passiert ist.
Oder ob du vielleicht sogar schon am Tag 2 ein bisschen Alu irgendwie gespielt hast. Das wäre mal ganz nett zu wissen für mich, ja. Also das, es ist krass. Also ich weiß, dass ich kein effektiver Spieler bin, aber dass so groß der Unterschied ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Max heißt der Ingame und er heißt Dr. Ivern. Oh, ich sehe gerade. Dr. Ivern hat sogar. Ist ja sogar Member bei mir. Warte mal. Ich habe da letztens erst geguckt. Also jemand hatte irgendwann mal sich als Member hinzugezogen wegen den, glaube ich, auch eine Players to Watch List. Aber ich hätte jetzt gedacht, das war ja mal anders. Dr. Ivan. Na, auf jeden Fall vielen Dank, dass du Member bist bei mir. Egal seit wann. Aber ich muss das nochmal prüfen. Kannst du bei mir versuchen, relativ free-to-play zu spielen? Heißt nur, chill ich meinen 300 Alu, nix, Dungeon Pilzen, etc. Das ist eigentlich auch mal ganz interessant. Es passt vom Level eigentlich auch ganz gut. 22, er hat immerhin 20% auch SA. Er ist ausgewogen, geskillt. Ja, man sieht die Items relativ alt, ja, weil der da auch nicht gepilzt hat. Aber man kann so definitiv anfangen. Die Frage ist nur, hat man die Ausdauer, das durchzuhalten? Weil ansonsten hat man ja immer mal vor, klar, man kann Dungeons irgendwann mal nachholen. Aber dann will man vielleicht irgendwann dann doch weiterkommen. Ich wünsche mir, dass das natürlich bei dir nicht passiert, sondern dass du das durchziehst, so wie du spielen willst. Das ist immer am besten. Ja? So, dann kommen wir mal zu Nikes. Nikes heißt auch auf YouTube, das kann ich mir gut merken. Ich werde mir die Anfangspakete kaufen, aber im Großen und Ganzen Free-to-Play. Wäre eine Ehre, wenn du mich auf die Liste packst. Die Ehre sei dir gewährt. Immerhin auch 26. 256. Gut, er hat sehr viel auf Geschick ist er gegangen. Er hat keine Steine. Er hat 2 Items, die er ab Stufe 25 eingesetzt hat. Mit Slot. Also da sieht man auch, dass es jetzt nicht wirklich großartig gepilzt ist. 14% SA bei der Gilde No Mercy. Die Tränke sehr also unausgewogen eigentlich eher gesagt. Aber gut, den Lebenstrank kriegt man ja für lau quasi. Bei Max muss ja auch noch mal reinlesen, oder? Start 21 ist das erste. Okay, die haben aber auf jeden Fall auch eine gute Ausbaustufe. Das passt dann für mich. Ja, da können wir schon zum nächsten gucken gehen. Das geht hier wie beim Brezelbacken. Ja, Onka ist ganz unten bei mir, glaube ich. Nee, ganz oben meine ich. Ganz oben bei mir. Ne? Also fast ganz oben. Namen. Ich werde einen neuen Server als Krieger starten. Es wird mein erster Krieger überhaupt. Würde mich also freuen, wenn du mich bei meinem Erlebnis begleitest. Jawohl, nice. Der erste Krieger überhaupt. Na dann. Wie ist dein Eindruck nach dem ersten Tag? Kannst ja gerne mal schreiben. 3%, noch nicht ganz 4% SA. Ein Trank sieht mir jetzt auch erstmal aus wie Free-to-Play. Es fehlt auch ein Handschuh. Er ist deutscher Krieger. Aber ja, viel Glück dann weiterhin und Spaß mit dem Krieger. Also, Krieger ist eine gute Klasse. Ist eine Sache auch, eine sehr ausdauernde Klasse, ja. Und wenn man die Ausdauer hat, dann ist es sehr geil. Also kann es sehr geil werden. Sir Daviel, der ist auch ziemlich weit oben. Strongwood Willis heißt der. Auf YouTube. Moin Moin, bin ein alter Spieler, der nun nach Pause wieder voll durchstarten will. Suche auf diesem Weg auch eine Gilde, die einen aktiven Pilz am Anfang aufnimmt. Vielleicht kann der eine oder andere auch vermitteln. Storm hat ihn eingeladen. Glaube ich. Huch. Na, schauen wir mal. Ist er bei Firestorm? Ne, Quatsch. Die Gilde heißt Excalibur. Er ist bei Excalibur. Und er scheint ein bisschen was vorzuhaben. 42% SA bei Level 27. Die Tränke top. Paar Epics dabei. Ein Stein noch schon eingesetzt. Dann noch ein weiterer mit Slot. Also kein Hardcore-Pilzer, aber doch ein recht ordentlicher Pilzer, der Tag 1 ganz gut also eine ganz gute Basis geschaffen hat. Also selbst wenn er Hardcore-Pilzer ist, kann er jetzt noch sehr weit kommen in den nächsten Tagen. Das wäre Stand jetzt wohl der stärkste Spieler meiner Players to Watch. Also es geht zwar nicht darum, aber es ist ja trotzdem interessant zu erwähnen, finde ich.
Der Krieger hier. Da kommen wir aber mal zu Telco. Telco ist aus dem Livestream. Liebe Grüße nochmal an dich. Ist aus dem Livestream in die Liste gekommen. Und deshalb hat er natürlich keine Story. Aber er spielt Assassine. Das habe ich natürlich schon gesehen. Er hat auch schon jetzt 1, 2, 3, 4 Items mit Slot. Und davon bei 3 ein Steinchen drin. Da könnte vielleicht auch gebildet worden sein. 40% SA sind dabei. Also hier gibt es einen guten Kampf zwischen den beiden. Maybe. Können wir mal gucken vom Schaden. Klar, durch die Steine hat jetzt meines Erachtens nach Telco den Vorteil. Er hat aber auch schon etwas bessere Waffen dadurch. Also das sind die beiden Gründe, warum Telco im Moment den deutlichen Vorrang hat. Das kann sich mal ändern. Das kann auf die Gilde drauf ankommen. Das kann auf so viele Faktoren drauf ankommen. Wird sehr interessant sein zu sehen, dass wir hier auch 2 Spieler haben, die wirklich da auch ein bisschen weiter oben mitspielen. Vielleicht kommt da noch ein oder andere dazu von den Spielern, die ich jetzt hier gesehen habe. Kommen wir mal zu Trivu. Schauen wir uns das mal bei Trivu an. Aber Trivu, wo war er denn? Ich glaube, irgendwo relativ... Hier. Er will auch Assassine spielen und Free-to-Play. Gilde Pilzner Harzer. Okay, die haben wir dann doch zweimal drin. Hauseingang. Ja, muss ja mal Hauseingang andocken hier und sagen, hey Leute, komm mal ran hier, Brudi. Spielen wir mit. Free-to-Play, deshalb auch 4% SA. Dafür recht gut Tränke. Lässt sich also wohl irgendwie vermitteln. Oh. Sollte dann aufhören. Tja, ich finde die Werte eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ja, das passt. Das passt, ja klar. Ich habe auch gerade gedacht, dass er 180 Ausdauer hat. Das hätte ich ein bisschen viel gefunden. Aber so passt das definitiv, ja. Komm mal, let's come to Varrier. Varrier is a Greek player. So that's why I use English, at least for him. I mean, he needs to know. He needs to think. He didn't write something. His name is Pickerick on YouTube. And he is level 17. And he's in the guild Akatsuki. It appears to be a free-to-play player. In my mind, he did not use a YouTube code yet. As it seems, maybe he can do it and get a favor with mushrooms and mount. And he didn't write any information. It's sad if you don't use your information. I always like to look about this. Also hier die Informationen, ne, die Textbeschreibung, ich gucke mir das immer sehr gerne an. Wenn ich es nicht vergesse, mal zu wechseln. Das ist immer schade, wenn da nichts drinsteht, um ehrlich zu sein. Kommen wir zu Waldemar 97. Ja, da weiß ich, er war sich nicht sicher, hat es dann doch gemacht. Will mal gucken, was so passiert, ne? So grob hast du das geschrieben. 2 bis 4 Wochen zu spielen, okay. Aber Free-to-Play, Mage oder Druide, es ist jetzt Mage geworden. Und hier sehen wir auch, dass es von den Skills her passt mit Intelligenz. Er hat sogar wenig Ausdauer als der andere Free-to-Play-Spieler. 22% SA aber und auch bei den Tränken wenigstens ein bisschen was Interessantes dabei. Immerhin auch schon 2 Epics, auch wenn das schon ein bisschen älter ist. Vielleicht war das erste Epic direkt oder das zweite? Also der erste Dungeon oder das zweite? Würde mich mal interessieren. Aber, also dafür echt auch gutes Arm, muss ich sagen. Also da ist wieder die Frage, wie viel Zeit investiert man. Anders geht's halt nicht. So, Xio, der hat nur geschrieben, ich bin der Xio. Vielen Dank nochmal, dass er mich aufgenommen hat in seine Gilde. Ich habe nämlich wirklich schlechte Boni nur bekommen. Jetzt hatte ich wenigstens ordentliche Boni in der Gilde und werde mich auch noch entsprechend ausbauen in diesen Geschichten demnächst. Das verspreche ich da schon mal soweit. Und ja, ich fange jetzt nochmal an und gehe auf Treasure. Und dann kommt auch schon das andere dran. Wieso habe ich die Nachricht wieder neu bekommen? Verstehe ich nicht. So, mach mal die Players to Watch noch zu Ende. Zorumi ist nämlich noch am Start. Das ist der letzte. Zorumi, wo war denn Zorumi? Schauen wir mal. Ihr seht seinen Char schon. Hier.
Werde hauptsächlich Free-to-Play spielen. Ingame-Namen zu Rumi würde mich freuen, wenn ich auf die Liste komme. So ganz Free-to-Play war das jetzt nicht, oder? Hauptsächlich Free-to-Play. Gut, ich meine, das kann man hier halt auch schaffen. Man muss jetzt nicht so mega viele Pilze ausgeben. Ja, ich habe 400 grob ausgegeben für meinen Push. Man kann für 400 auch weiterkommen und vielleicht auch schon Steine haben wie er. Das ist dann halt wirklich auch relativ entspanntes Spielen. Ich werde mir richtig einen reindrücken. Okay, vielleicht hat sich seine Stimmung auch einfach verändert. Wir werden es vielleicht erfahren. Aber ja, dadurch ist er auch definitiv Kandidat Top 3, würde ich sagen, Södaviel, Tegu, Tsurumi. Im Moment aus den Players to Watch. Natürlich ist immer die Frage, vielleicht hat vorne jetzt schon jemand gespielt und ist wieder weiter. Ja, Fabulous, ein bisschen dahinter, auch von den Skills sieht man das ja. Aber interessant, interessant. Das sind sie, die Players to Watch, die ihr jetzt hier bei mir gesehen habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry, dass ich schon so durchhänge. Normalerweise hätte ich schon das andere Video nur hochgeladen und wäre dann ins Bett. Heute sind halt 2 Videos mal dran als Ausnahme, weil das dann doch im Stream so viel Spaß gemacht hat. Also, ich würde mich über eine Bewertung freuen. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Schönes Wochenende. Euer Basti.